Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in diesem Video spreche ich über meinen Körper, der im Frühling 1977 das Licht der Welt erblickte. Durch mein fehlerhaftes Gehirn, das bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekam, ist es mir nicht möglich, meinen Körper gezielt zu steuern. Ich würde ohne meine Assistenten, früher meine Eltern, nicht lange überleben. Die Gehirnregionen, die für die Motorik und die Muskeln zuständig sind, wurden durch den Sauerstoffmangel beschädigt. Diese Körperbehinderung nennt man infantile Zerebralparese, Bewegungsstörung. Meine kognitiven Fähigkeiten sind normal ausgeprägt, finde ich. Dies erkennen fremde Personen meist nicht. Diese sehen nur einen zappelnden und sabbernden Rollstuhlfahrer vor ihnen sitzen. Manchmal sprechen sie mit mir wie mit einem kleinen Kind. Mein Körper reagiert äußerst stark auf Stress. Wenn ich Stress ausgesetzt bin, verkrampft sich so gut wie jeder Muskel in meinem Körper. Da zapple und verkrampfe ich sehr. Die Spastik schlägt bei mir in Stresssituationen richtig zu. Der Beweger, so nenne ich seit Ende 2019 meine Tetraspastik, zieht alle Fäden, die er ziehen kann, und lässt diese nicht so schnell wieder locker. In diesen Momenten bringe ich kein verständliches Wort heraus. Die Anstrengung erzeugt Hitze, die mein Organismus abgeben muss. So schwitze ich sehr stark. Ich bin innerhalb weniger Minuten schweißgebadet. In solch einer Lage ist mein Körper in einer Ausnahmesituation, die für mich schon wieder Alltag ist. Ein Mensch, der das nicht gewohnt ist, wäre vermutlich für längere Zeit außer Gefecht. Da ich ständig in Bewegung bin, erzeugen meine Muskeln, wie schon erwähnt, viel Wärme. Dadurch schwitze ich sehr oft und sehr viel. Vor allem dann, wenn ich gegen den Beweger arbeiten muss. Wenn ich am Computer arbeite und der Beweger hat andere Pläne, dann wird diese Arbeit für mich zu einem Kraftakt. Da wirft mein Körper das Kühlsystem an. Ich glaube, das starke Schwitzen habe ich von meinem Vater geerbt. Ich bin kein Freund vom Sommer. Wenn es draußen wärmer als 25 Grad ist, wird für mich das Arbeiten am PC sehr schweißtreibend. Wenn der Beweger meint, er müsse an einem heißen Tag vermehrt an den Fäden ziehen und ich was am Computer machen muss, bin ich gleich komplett von Kopf bis Po nass. Meine Beine und Füße sind meist kalt. Im Herbst und Winter habe ich immer eine Strickstrumpfhose mit mehreren dicken Strümpfen in der Wohnung an. Die Füße werden bei mir nur im Sommer von selbst warm. Wenn ich in einer stressigen Situation zum Entspannen aufgefordert werde, verkrampfe und zapple ich noch mehr. Der Beweger zieht alle Fäden, die er erreichen kann. Diese Aufforderung erhöht bei mir den Stressfaktor enorm. Das ist so, als ob man Öl ins Feuer gießt. Der gut gemeinte Rat verschlechtert die ganze Situation. Je mehr ich mich auf das Entspannen konzentriere, desto mehr bewegt und verkrampft sich mein Körper. Es ist für mich unmöglich, auf Befehl zu entspannen und locker zu lassen. Von Kind auf habe ich Ruhephasen wie Mittagsschlaf gehasst. Für mich war der Mittagsschlaf eine Tortur, da von mir verlangt wurde, stillzuliegen und meine Augen zu schließen. Dieser Aufforderung konnte ich nur äußerst selten Folge leisten. Der Mittagsschlaf war für mich alles andere als erholsam. Als ich älter wurde, verweigerte ich mich nachmittags hinzulegen. Mein Körper benötigt sehr wenig Ruhe, obwohl er ständig in Bewegung ist. Mir reichen 6 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht, um meine Akkus aufzuladen. Mit dem Alter merke ich, dass diese Pause in der Nacht notwendig ist. Wenn ich mal nicht gut schlafe, ist meine Produktivität eingeschränkt. Da fällt es mir schwer, etwas zu machen, das 100% Hirnleistung erfordert. Als ich jünger war, stellte zu wenig Schlaf kein großes Problem dar. Dennoch mache ich gerne die Nacht zum Tag und bleibe gerne bis in die frühen Morgenstunden wach. Da schlafe ich gerne mal nur 3 Stunden. Wenn ich meinen Beweger von den Fäden ablenken will, damit ich etwas lockerer werde, habe ich ein wirkungsvolles Mittel für ihn entdeckt. Mein Beweger fährt voll auf Alkohol ab. Ich trank vor Mai 2018, immer wenn ich von den Muskeln her locker sein wollte, nachmittags eine Flasche Bier, ein Glas Wein oder einen kurzen. Das ist ausreichend, um mich 2 bis 3 Stunden zu entspannen. Ich trank bzw. trinke nicht jeden Tag Alkohol. Unter Alkoholeinfluss kann ich meinen Körper besser kontrollieren und somit zum Beispiel besser Elektrorollstuhl fahren. Dies klingt zwar paradox, aber das ist bei mir so.
Ich habe so auch eine bessere Feinmotorik. Meine rechte Hand ist viel ruhiger, so kann ich sie gezielter bewegen und nach Dingen greifen, die ich sonst beim Greifversuch auf den Boden geworfen hätte. Die Muskelanspannung verringert sich nach meinem Empfinden um etwa 50%. Dieser Effekt tritt nach wenigen Minuten ein. Wenn ich aufgeregt bin, benötigt mein Beweger mehr Alkohol, um das Interesse an den Fäden zu verlieren. Meine Hirnleistung wird durch den Alkohol wie bei jedem anderen auch etwas eingeschränkt. Auch ich bin dann etwas langsamer beim Denken. Wenn mein Körper den Alkohol abgebaut hat, ist mein Muskeltonus wieder so stark wie zuvor. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu einem Video, in dem ich zeige, wie Alkohol meine Spastik beeinflusst. Seit April 2019 nehme ich täglich 2x10 Milligramm Cannabidiol, auch CBD genannt. Cannabidiol ist der zweithäufigste Wirkstoff der Cannabis-sativa-Pflanze Hanf und reduziert weitreichende körperliche als auch seelische Stresssymptome bei Mensch und Tier, Säugetier. Meine Muskeln sind von den 10 Milligramm CBD entspannter als von 15 Milligramm Baclofen, das ich davor ein Jahr lang genommen habe. Das ständige Zappeln kann auch das CBD nicht völlig unterdrücken, aber nach meinem Empfinden zapple ich etwa 25% weniger. Ich merke einen deutlichen Unterschied mit dem CBD. Die 20 Milligramm CBD pro Tag sind für mich Tetraspastiker mit infantiler Zerebralparese und einer Arthrose eine wirkungsvolle Dosis. Ich kann damit besser Elektrorollstuhl fahren, am Computer arbeiten und so weiter. Kurz gesagt, ich habe meine rechte Hand besser unter Kontrolle und ich kann sie gezielter bewegen. Mir fällt vieles leichter als zuvor. Die Wirkung von 10 Milligramm CBD-Kapseln tritt schleichend ein. Die 10 Milligramm CBD entspannen meine Muskeln für 5 bis 8 Stunden. Die Wirkung verringert sich auch schleichend. Wenn ich dauerhaft diesen angenehmen, entspannten Zustand beibehalten möchte, nehme ich nach etwa 5 bzw. 8 Stunden weitere 10 Milligramm CBD ein. Ich habe das Gefühl, dass das Cannabidiol dieselben Rezeptoren im Gehirn ansteuert bzw. stimuliert wie Alkohol. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu einem Video, in diesem erzähle ich ein bisschen mehr über CBD. Meine Gesichtsmuskeln werden so wie alle anderen Muskeln in meinem Körper willkürlich vom Beweger bewegt. Dadurch habe ich nur selten Kontrolle über meine Mimik. Somit kann ich nur wenige Emotionen in meinem Gesicht gezielt ausdrücken. Das ist für mich in ernsten bzw. traurigen Situationen äußerst unangenehm, wenn ich keine entsprechende Mimik habe, die meine wahre Emotion zeigt. Deswegen meide ich solche Umstände, in denen ich einen passenden Gesichtsausdruck haben sollte. Wenn ich versuche, eine Miene aufzusetzen, die der Situation angemessen ist, entgleist mir mein Gesicht komplett. Durch diesen Versuch, meine Gesichtsmuskeln unter Kontrolle zu bringen, wird meine Spastik stärker und ich verkrampfe total. Wenn ich mich über etwas freue, zieht der Beweger mit Freude an den richtigen Fäden, sodass ich über beide Ohren strahle und im Rollstuhl hüpfe. Öfters greift er mit voller Begeisterung so in die Fäden, dass er auch an anderen zieht und mich dadurch zum Verkrampfen bringt. Das ist nicht cool, besonders wenn ich jemanden auf der Straße treffe, den ich schon lange nicht gesehen habe. Denn so bringe ich kein verständliches Wort heraus. Wenn ich mich über etwas ärgere, kann man dies in meinem Gesicht gut erkennen. Da hindert mich die Spastik meistens nicht daran, meine Wut deutlich zu zeigen. In solchen Situationen zieht mein Puppenspieler sehr energisch die richtigen Fäden, dass mein Gegenüber die Wut, die in mir steckt, ohne Zweifel sieht. Auch bei solchen Umständen werden oft mehr Fäden gezogen, als notwendig sind. Dadurch verkrampft sich mein ganzer Körper und ich bringe keinen verständlichen Satz mehr heraus. Wenn ich Angst habe, spielt mein kleiner Mann mit den Stahlseilen völlig verrückt und zieht alle auf einmal. Da ist mein kompletter Körper innerhalb von Millisekunden im Ausnahmezustand. In meinem Gesicht kann man meine Angst sehr gut erkennen. Ich zapple wie ein Irrer, verkrampfe mich komplett und bringe nur unverständliche Laute heraus. Da muss die Person, die in meiner Nähe ist, sehr schnell die Situation überblicken und mich aus dieser misslichen Lage bringen. Dabei muss sie aber darauf achten,
dass ich sie nicht schlage bzw. verletze, wenn ich mich unkontrolliert bewege. Durch meine unkontrollierten Bewegungen kann es sein, dass sich die Gefahr erhöht. Mir ist das bewusst, aber meinem Beweger ist dies völlig egal und er zieht weiter an den Seilen. Da in meiner Schaltzentrale im Kopf einige Knöpfe und Hebel nicht richtig funktionieren, kann ich meine rechte Körperseite besser kontrollieren als meine linke. Mit meinem linken Arm bzw. meiner linken Hand bin ich nicht in der Lage, feinmotorische Bewegungen und Arbeiten zu machen. Meine Finger an der linken Hand gehorchen mir nicht. Die hat der Beweger unter seiner Kontrolle. Er bewegt sie willkürlich und andauernd. Dies ist beim Nägelschneiden äußerst nervend. Wenn sich die Finger ohne erkennbares Muster bewegen, ist es für meine Assistenz keine leichte Aufgabe, mir meine Fingernägel an der linken Hand zu schneiden. Auch mein linkes Bein und meinen linken Fuß kann ich wegen der Spastik nicht gezielt bewegen. Da hat der Beweger genauso das Sagen und zieht die Fäden, wie er will. Meine rechte Körperseite gehorcht mir zu 70%. Da hat der Puppenspieler nur ab und zu das Sagen. Ich kann meinen rechten Arm bzw. meine rechte Hand relativ gezielt bewegen. So ist es mir möglich, Elektrorollstuhl zu fahren und am Computer zu arbeiten. Ich schreibe mit einer handelsüblichen Tastatur mit einer Lochabdeckplatte aus Metall drauf. So kann ich meine Hand auf die Platte stützen und gezielt mit einem Finger nur eine Taste drücken. Mein rechtes Bein und meinen rechten Fuß kann ich gezielter steuern als die linken Gliedmaßen. Meine Knie konnte ich noch nie völlig durchstrecken. Dadurch ist es mir nicht möglich, wenn mich jemand hält, ganz gerade zu stehen. Meine Arme kann ich überstrecken, das heißt, ich kann meine Ellenbogen über 180 Grad strecken. Mich kann man wegen der Spastik leicht zum Zucken bringen. Wenn ich mich erschrecke, zerrt mein Beweger an den Fäden und mein ganzer Körper zuckt zusammen. Sehr oft schlage und trete ich dabei aus. Wenn jemand in diesem Moment in meiner Reichweite ist, wird er ohne Vorwarnung getroffen. Ich schaue gerne Filme am Computer. Wenn im Film etwas unerwartet passiert, schnalzen meine Beine hoch und ich knalle von unten mit den Knien an meinen Schreibtisch. Das kracht öfters so laut, dass man denken könnte, ein Blitz sei eingeschlagen. Meine Assistenz, die sich im Nebenraum aufhält, kam schon oft nachsehen, ob bei mir alles okay ist. Deswegen schaue ich keine Filme, in denen es Schockszenen gibt. Das macht mir keinen Spaß, wenn mein gesamter Körper alle 5 Minuten zusammenzuckt. Der Beweger lässt mich auch zucken, wenn ich weiß, da passiert gleich was. Ich kann das nicht kontrollieren. Wenn jemand sagt, nicht erschrecken, da zucke ich erst recht. Es kommt oft vor, dass ich mich ohne Absicht selbst schlage. Mein Puppenspieler zieht ab und an bestimmte Fäden, die mich dazu bringen, mich selbst zu schlagen. Manchmal ist auch mein bestes Stück in der Flugbahn meiner Hand. Viel häufiger schlage bzw. trete ich an Gegenstände, bevorzugt an meinen Rollstuhl oder Schreibtisch. Dadurch ist mein Körper über die Jahrzehnte äußerst robust und abgehärtet. Ich spüre nur selten einen Schmerz. Wenn ich irgendetwas treffe, merke ich es oft nicht, dass ich etwas getroffen habe. Meistens sehe ich nach Stunden einen Kratzer. Da weiß ich erst, dass ich mich irgendwo angeschlagen habe. Diese Aktionen von meinem Beweger kommen ohne Vorwarnung und ziellos. Dies geschieht sehr oft, wenn ich mich erschrecke. Mein Schmerzempfinden ist nicht sehr ausgeprägt, finde ich. Wenn ich mal sage, dass ich Schmerzen habe, dann schmerzt es schon seit einigen Stunden bzw. Tagen. Ich bin in der Lage, Schmerz gut zu verdrängen und zu ignorieren. Dies kann ich in Perfektion. Das ging beinahe mal schief. Vor einigen Jahren hatte ich einen Nierenstein auf dem Nierenausgang liegen. Es fing mit leichten Schmerzen, die ich nicht beachtete, an. Am nächsten Tag wurde der Schmerz stärker und stärker. Erst abends sagte ich zu meiner Assistenz, dass ich Nierenschmerzen habe. Da habe ich vor Schmerzen gebrochen. Das Ende von diesem Lied war, mich holte in der Nacht nach 4 Uhr ein Krankenwagen ab und brachte mich in ein Krankenhaus. Zum Glück hat meine Niere meine Schmerzignoranz noch einmal gut überstanden. Da mein Körper ständig in Bewegung ist, braucht er viel Energie. Ich esse sehr gerne viel und lecker. Vor 2017 aß ich nur, dass ich keinen Hunger hatte. Da achtete ich noch nicht auf eine gesunde Ernährung.
Ich aß sehr gerne fettig und sehr süß. Eine 100 Gramm Tafel Schokolade war in 10 Minuten weggeputzt. Ich habe viel Fertigessen in mich geschaufelt. Alle 2-3 Tage gab es Pizza. Damals aß ich so gut wie jeden Tag Fleisch. Gemüse kam mir nie auf meinen Teller. Eine gesunde Ernährung war mir unbekannt. Durch das ungesunde und kalorienreiche Essen bekam ich einen Wohlstandsbauch. Man sagt zwar, Tetraspastiker können nicht dick werden, das kann ich aber widerlegen. Auch Menschen, die sich ständig bewegen, können dicker werden, wenn sie eine längere Zeit täglich mehr als 2800 Kalorien verschlingen, so wie ich. Als ich angefangen habe, Videos zu machen, dachte ich mir, mit diesem Wohlstandsbauch wirst du mit deinen Filmen keinen Erfolg haben. So habe ich mir gesagt, du nimmst jetzt ab. Ich nahm ab diesem Zeitpunkt nur noch 2000 Kalorien pro Tag zu mir. Ich habe die Kalorien, die ich aß und trank, gezählt. Wegen meinem Vorhaben musste ich meine Ernährung komplett ändern. Wegen dem Hunger habe ich neue Lebensmittel kennengelernt, die einen satt machen, wenig Kalorien haben und gesund sind. Die ersten 2-3 Wochen waren nicht leicht. Doch als ich einen Erfolg sah, wurde es immer einfacher, den Hunger zu ignorieren. Nach etwa 40 Wochen hatte ich meinen Körper umgeformt und mir passten wieder Hosen, die seit einigen Jahren zu eng waren. Mir ging es viel besser als zuvor. Vor der Kamera zu sitzen bzw. zu liegen macht mit einem schlanken Körper mehr Spaß. Dies erkannte ich sofort. Diesen Ernährungsstil behielt ich bei und kann so mein Wunschgewicht halten. Seit 2020 esse ich sehr wenig Fleisch. Jetzt kommt mehr Gemüse auf meinen Teller. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass mein Körper ohne totes Tier gut bzw. besser klarkommt als mit. Dies habe ich mir zuvor nie vorstellen können. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu einem Video, in diesem erkläre ich genau meine Methode, wie ich abgenommen habe. Ich freue mich, dass Sie sich dieses Video bis zum Schluss angesehen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Schauen Sie doch weitere Videos von mir auf meinem Kanal an.